Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich dachte, ich zeige euch heute meine Jahresfavoriten aus dem Skincare-Bereich. So ein ähnliches Video wird es auch noch zu Make-up geben, da könnt ihr also auf jeden Fall gespannt sein. Und ein Teil dieses Videos entsteht in Kooperation mit YesStyle. Dennoch kennt ihr die Produkte bereits aus anderen Videos von mir und ich habe sie auch während des letzten Jahres sehr, sehr lieb gewonnen. Es ändert also nichts daran, dass ich die Produkte sehr, sehr gerne mag und freue mich einfach extrem darüber, dass ich mal wieder eine Kooperation mit YesStyle machen kann. Ich packe euch einen Rabattcode unten in die Infobox, dann könnt ihr den sehr, sehr gerne bei eurer nächsten Bestellung benutzen. Ich fange mal an mit der Reinigung und im letzten Jahr habe ich sehr, sehr gerne diese beiden Produkte hier verwendet. Natürlich einmal mein eigenes Reinigungsgelee, bei dem ich nicht nur die Formulierung mag, sondern auch die Reinigungsleistung und die wunderbare Textur. Das ist so ein Zwischending zwischen einem Reinigungsöl und einem Cleansing Balm. Also wenn ihr diese beiden Produktkategorien nicht so mögt, dann könnte das hier definitiv was für euch sein. Ich finde auch, dass es sehr, sehr ergiebig ist und auch wunderbar sanft zu meiner Haut. Also falls ihr euch dafür interessieren solltet, ich packe euch den Link zu dem Reinigungsgelee oben in das i und unten in die Infobox. Dass ich die koreanischen Waschcremes sehr, sehr gerne mag, ist definitiv kein Geheimnis, denn das habe ich auch schon in zig Videos erwähnt. Ich habe euch zwar immer wieder die Waschcreme von Pyunkang Yul gezeigt, aber habe im letzten Jahr auch diese hier von Purito für mich entdeckt. Die riecht nach gar nichts. Die von Pyunkang Yul hat so einen zitrisch-grasigen Geruch. Nichtsdestotrotz performen beide Waschcremes relativ ähnlich. Die sind so ein bisschen fester, cremiger von der Konsistenz und lassen sich mit ordentlich Wasser gut aufschäumen und aufs Gesicht auftragen. Sie sind von der Reinigungsleistung jetzt nicht so effektiv, dass man Make-up damit runterbekommt, aber für morgens mag ich diese Waschcremes sehr, sehr gerne und kann euch die von Purito auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal was anderes abseits dieser typischen Waschgele oder Reinigungslotionen ausprobieren möchtet. Mein Bakuchiol Booster darf in diesem Video natürlich auch nicht fehlen, weil ich ihn im letzten Jahr durchgehend verwendet habe. Und Bakuchiol habe ich vor einiger Zeit für mich entdeckt und zwar in Form von diesem Revolution Serum in der lila Verpackung. Aber da hat mir die Formulierung nicht so hundertprozentig zugesagt und als ich auf der Suche war nach Alternativen, habe ich nichts finden können, was mir persönlich gefällt. Also oft waren Produkte parfümiert oder mir hat einfach ja die Formulierung bzw. die Zusammensetzung dieser Produkte nicht so zugesagt. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich lasse ein Produkt entwickeln, welches meinen persönlichen Ansprüchen und Wünschen entspricht und dadurch wurde dann der Bakuchiol Booster geboren, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich mixe ihn mit relativ einfach formulierten Cremes oder mit einfach formulierten Serien und trage das auf meine Haut auf. Manchmal sogar auf angefeuchtete Haut, also ich benutze sozusagen erstmal einen Toner und darüber trage ich dann den Bakuchiol Booster auf. Funktioniert für mich persönlich alles wunderbar und der Bakuchiol Booster hilft mir dabei, dass Unreinheiten schneller abklingen und Entzündungen gleichzeitig vorgebeugt werden. Ein Serum, das ich bereits seit 4 Monaten verwende, ist das Lumicella A15 Serum von Face Theory und ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich das mit ins Video reinnehmen soll, weil ich es ja erst seit 4 Monaten benutze. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das hier zeigen, weil ich es wirklich großartig finde. Und dieses Serum enthält 15% Acelainsäure und zur Acelainsäure habe ich auch vor Jahren einen Blogbeitrag verfasst, also falls ihr euch für diesen Inhaltsstoff interessieren solltet, dann schaut dort einfach mal vorbei und lest euch so ein bisschen ein. Acelainsäure ist super hilfreich bei Hyperpigmentierung, vor allem bei Pickelmalen und in meinen Skin-Picking-Phasen habe ich einfach immer wieder damit zu tun, weshalb ich die Stellen gern lokal mit Acelainsäure behandle. Ich habe auch in der ganzen Zeit, seitdem ich mich mit Skincare befasse, auch die verschreibungspflichtige Version mit Acelainsäure gehabt, aber die hatte einfach stärkere Nebenwirkungen. Bei diesem Produkt merke ich einfach, dass diese nicht so stark ausfallen und mit Nebenwirkungen meine ich diesen typischen Juckreiz auf lokal behandelten Stellen. Bei dem Produkt von Face Theory ist es einfach so, dass das Ganze nicht so stark ausfällt und schneller abklingt. Dieser Juckreiz ist relativ normal und man muss so ein bisschen damit zurechtkommen, weshalb ich dieses Produkt Einsteigern und Einsteigerinnen erstmal nicht empfehlen würde, weil das schon etwas überwältigend sein kann, wenn man das auf der Haut bemerkt. Ich würde auch definitiv nicht empfehlen, das Produkt aufs komplette Gesicht aufzutragen und vor allem nicht in dicken Schichten, wirklich nur lokal in dünnen Schichten.
Und ich würde auch empfehlen, das abends zu benutzen, weil auch die Konsistenz, die Textur, die Haptik, also auch das Hautgefühl, das Ganze ist eben nicht so angenehm aufgrund der Acelainsäure, die eben so ein bisschen pulverig daherkommt, weshalb auch das Produkt sich dementsprechend verhält. Ich mache das dann auch immer so, dass ich wirklich die Stellen lokal nach der Reinigung behandle und dann warte ich 15 Minuten, bis das Ganze so ein bisschen angetrocknet ist und dann mache ich weiter mit meiner normalen Hautpflege, benutze aber keine zusätzlichen Peelings oder dergleichen, also wirklich nur dieses Acelainsäure-Produkt und darüber dann vielleicht so ein feuchtigkeitsspendendes Serum und dann nochmal darüber eine Creme, damit das Ganze einfach noch so ein bisschen gepflegt wird, aber wirklich keine Peelings oder Retinol oder einfach Sachen, die die Haut reizen könnten, weil das meine Haut ansonsten überfordert. Ich kann auch sehr gerne noch mal ein Video dazu machen, wie ich dazu gekommen bin, Acelainsäure zu verwenden, welche Produkte ich davor benutzt habe, was sie gemacht haben oder was sie eben nicht gemacht haben. Falls euch das interessiert, dann schreibt es gern unten in die Kommentare. Diese 2 Tuben hier waren so richtige Nachtpflege-Favoriten von mir, von denen ich im letzten Jahr nicht genug bekommen konnte. Und zwar habe ich ja einmal die Baby Dream Natural Wundschutzcreme, die habe ich euch schon in etlichen Videos gezeigt und zur kompletten Reihe auch ein Video gemacht. Also falls euch die anderen Produkte interessieren sollten, verlinke ich euch oben in dem i und unten in der Infobox, dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und die mag ich einfach richtig, richtig gerne, weil sie mild formuliert ist, sie enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, keine anderweitige Parfümierung und ich vertrage sie wunderbar. Außerdem merke ich einfach, wie sie meine Haut nährt und pflegt. Sie ist wirklich wachsig, ölig und hinterlässt auch so einen wasserabweisenden Ölfilm auf der Haut. Man muss sich auch so ein bisschen Zeit lassen, diese Creme einzuarbeiten, weil sie wie gesagt relativ zäh ist, weshalb ich mir mal so ein bisschen was davon zwischen den Fingern aufschmelze und dann aufs Gesicht auftrage, also vor allem über Nacht, weil sie eben vom Hautgefühl jetzt nicht so das angenehmste Produkt ist. Unter Make-up macht sie sich auch nicht sonderlich gut, aber über Nacht wirkt diese Creme einfach Wunder. Und aufgrund der Tatsache, dass in dieser Wundschutzcreme kein Zinkoxid enthalten ist, trocknet sie die Haut auch nicht so aus und ist eben dadurch für meine eher trockene Haut wunderbar geeignet. Das Purito Sleeping Pack habe ich euch ja bereits in meinen Favoriten für den Winter gezeigt und ich finde nach wie vor, dass es ein großartiges Produkt ist. Eigentlich soll man das wie eine Maske über Nacht auf dem Gesicht drauf lassen und eher in einer dickeren Schicht auftragen, aber ich finde, diese Creme kann man auch ganz wunderbar wie eine normale Creme benutzen. Ich verwende sie dennoch am liebsten abends, weil ich es dann meistens so handhabe, dass ich an den Stellen, wo ich zu vermehrter Trockenheit neige, ein bisschen mehr auftrage, also dieses Sleeping Pack wirklich in einer relativ dicken Schicht auftrage, wie zum Beispiel hier oder auf der Nase und das Ganze so ein bisschen sitzen lasse und die Reste dann wirklich ins komplette Gesicht einmassiere. In dem Sleeping Pack sind Bestandteile vom Tigergras enthalten, die eben beruhigend wirken können und auch noch Ceramid, welches eben dazu beiträgt, dass die Hautbarriere gestärkt wird. Außerdem finde ich es eben großartig, dass das Ganze komplett unparfümiert ist und ich vertrage diese Creme auch wunderbar. Meine liebste Lippenpflege darf ich natürlich auch nicht vergessen, denn mir persönlich ist Lippenpflege sehr, sehr wichtig. Falls ihr wissen möchtet, warum, ich habe dazu auf meinem YouTube-Kanal ein Video und selbstverständlich noch ein paar Tipps zum Thema Lippenpflege. Ich will jetzt auch gar nicht so detailliert auf die Produkte eingehen, weil ich es wie gesagt in meinem Video schon gemacht habe, aber die 3 mochte ich letztes Jahr sehr, sehr gerne. Und zwar habe ich ja einmal den Lipfine Lippenpflegestift, den man auch theoretisch für trockene Körperpartien nutzen kann. Den habe ich euch jetzt auch schon sehr, sehr oft gezeigt. Ich glaube, der war auch Jahresfavorit im letzten Jahr. Kann ich euch sehr empfehlen, vor allem wenn ihr eine kleine Unternehmerin supporten möchtet, die alles in Handarbeit macht. Ich finde ihn super, super angenehm. Der hat jetzt auch nicht so einen niedrigen Schmelzpunkt, weshalb er den Sommer jedes Mal wunderbar übersteht und die Lippen richtig, richtig gut pflegt. Dann habe ich im letzten Jahr den Freiöl Lippenbalsam für mich entdeckt. War das im letzten Jahr? Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern. Vielleicht war es sogar schon im Jahr davor. Jedenfalls kann ich euch diesen hier auch sehr ans Herz legen. Der enthält Ceramide und ich merke auch wirklich, wie der die Hautbarriere wieder aufbaut, beziehungsweise dazu beiträgt, dass die Lippen weniger spröde sind. Und dann habe ich hier noch die Hydrating Lip Mask von Beauty Bay, die ich definitiv im letzten Jahr für mich entdeckt habe.
und die ich am liebsten über Nacht auftrage, weil die einfach so ein bisschen fettiger, wachsiger, pflegender auf den Lippen ist. Was mir bei dem Produkt besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass es in so einer kleinen Tube daherkommt, weil ich es persönlich bei meiner Lippenpflege nicht so gerne mag, mit dem Finger reingehen zu müssen und das Ganze dann auf die Lippen aufzutragen. Was Sonnencreme angeht, waren diese zwei Produkte riesengroße Favoriten von mir. Und zwar habe ich ja einmal das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, das ich euch auch schon in einigen Videos gezeigt habe und immer wieder davon geschwärmt habe. Das ist so eine großartige Sonnencreme, die sich ohne Probleme in der benötigten Auftragsmenge aufs Gesicht auftragen lässt, sich nicht abrollt, schön auf der Haut aussieht, nicht weißelt, tolle UV-Filter enthält und die bei mir persönlich auch nicht in den Augen brennt. Die hat so eine wässrig leichte Textur, weshalb sie im Sommer richtig gut bei meiner trockenen Haut funktioniert hat, aber ohne zu wässrig zu sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also sie hat schon so einen leichten Pflegefilm auf der Haut hinterlassen, aber ohne, dass man ihn zu dolle spürt. Ein wirklich großartiges Produkt, was ich mir jetzt auch schon einige Male nachgekauft habe und das ich euch definitiv ans Herz legen kann, wenn ihr ein bisschen mehr Budget haben solltet. Und im Winter habe ich dann aber gerne die Daily Go-To Sunscreen von Purito verwendet. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, also falls ihr euch für die UV-Filter, die Formulierung im Detail interessieren solltet und sie in Aktion sehen wollt, ihr findet das wie immer oben in dem i und unten in der Infobox. Ein tolles Produkt für den Winter, weil es eben so einen leichten Pflegefilm auf der Haut hinterlässt, funktioniert gut mit Make-up, brennt nicht in den Augen, ich vertrage es wunderbar und die Zusammensetzung ist auch top. Zum Schluss habe ich hier noch was ganz Kleines, das ich euch sehr, sehr gerne zeigen möchte. Und zwar ist es das Pretty and Pure feste Shampoo von Ponyhütchen Naturkosmetik. Ich habe das Ganze selbstverständlich auch in Originalgröße da, aber da die Originalgröße nahezu aufgebraucht ist und in seine Bestandteile zerfallen ist, die ich in ein Seifensäckchen reingemacht habe, um das Ganze restlos aufzubrauchen, muss ich euch heute die Probiergröße zeigen, damit ihr euch vorstellen könnt, worüber ich überhaupt spreche. Und zwar ist das, wie bereits erwähnt, ein festes Shampoo, was auf SCI basiert, welches zu den hautfreundlichen Tensiden gehört. Und ich muss sagen, dass ich das feste Shampoo sehr, sehr gerne mag. Ich wunderbar damit zurechtgekommen bin und dass ich wirklich unfassbar oft dazu gegriffen habe im letzten Jahr, obwohl ich auch welche aus der Drogerie da habe, die natürlich deutlich günstiger sind. Aber dennoch habe ich die Originalgröße aufgebraucht und das ist schon ein Zeichen, dass ich ein Waschstück sehr, sehr gerne mag. Ich würde mir das auch immer wieder nachkaufen. Ich mag einfach das Schaumverhalten von dem Produkt. Ich mag, wie es sich im Haar verteilen lässt und wie es sich ausspülen lässt. Das ist ja oftmals ein Problem bei diesen Waschstücken, dass man diese fettigen Bestandteile nur schwer aus den Haarlängen kriegt und die Haare danach einfach fettiger aussehen als vorher. Das ist bei diesem festen Shampoo definitiv nicht der Fall. Ich vertrage es ganz gut, muss natürlich trotzdem immer wieder zwischen flüssigen und festen Shampoos wechseln, weil das Ganze sonst meine Kopfhaut zu sehr strapaziert. Aber dieses feste Shampoo mag ich sehr, sehr gerne und kann ich euch definitiv ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr ein kleines Unternehmen unterstützen möchtet, welches female-owned ist. Ich kenne die Hendrike hinter Ponyhütchen auch und finde sie eine großartige Persönlichkeit. Also greift gerne zu, falls ihr mit eurem festen Shampoo noch nicht so zufrieden sein solltet. Und das war's mit meinen persönlichen Hautpflegefavoriten aus dem Jahr 2021. Ich weiß, es sind gar nicht so viele Drogerieprodukte dabei, aber ich finde einfach, dass man oft Kompromisse eingehen muss, weshalb eben nicht so viele Skincare-Produkte aus der Drogerie es in meine Jahresfavoriten geschafft haben. Dennoch wisst ihr ja, dass ich immer wieder Drogerieprodukte vorstelle, euch günstige Alternativen zeige, damit ja einfach jeder was passend zu seinem Budget finden kann. Ich habe sogar eine komplette Drogerie-Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal umschauen, falls ihr günstigere Alternativen sucht. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar oder wenn ihr das Video teilen würdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.